Bei Daniel Neuberger dem Jüngeren haben wir es mit einem Künstler zu tun, der in seiner Zeit sehr erfolgreich und hoch geschätzt war, von der neueren Kunstgeschichte aber über weite Strecken vergessen oder zu wenig beachtet wurde. Ich selbst kann mich da gar nicht rausnehmen. Erst die intensive Auseinandersetzung im Zuge eines Restaurierungs- und Forschungsprojektes hat mir klargemacht, wie vielseitig und schillernd dieser Künstler war und wie bedeutend seine Werke auch sind. Er hat nicht nur fantastische, teilweise winzig kleine und künstlerisch bedeutende Kunstwerke geschaffen, er hat sich auch mit einer Fragestellung der Kunst besonders hervorgetan, die für uns heute genauso wichtig ist, wie sie in seiner Zeit war. Der Frage nämlich, was Erkenntnis ist, wo deren Grenzen sind und vor allem, was noch wahr und was schon Täuschung ist. Denken wir nur an unsere virtuellen Welten und die KI-gestützten Chimären, die die Grenze zwischen Fiktion und Realität verschwimmen lassen. Was liegt also näher, als uns heute anzuschauen, wie die Vergangenheit mit diesen Fragen umging und dabei Neubergers Kunst neu zu würdigen? Geboren wurde Daniel Neuberger der Jüngere 1621 in Augsburg. Hier wird er den Beruf des Vaters erlernen, nämlich jenen des Wachsposierers. Mit knapp 30 Jahren kommt er nach Wien, wo er als kaiserlicher Hofkünstler Ferdinand III., Ferdinand IV. Und Leopold I. dienen wird. Wie andere Hofkünstler auch war er in vielen Bereichen tätig, als Bildhauer, als Steinschneider, als Poet, als Kunsthändler, aber auch als Unternehmer. Seine Zeitgenossen beeindruckt aber vor allem durch seine Fähigkeit, mit Wachs alle erdenklichen Materialien imitieren zu können. Und damit greift er das Trompe-l'œil seiner Malerkollegen auf, diese augentäuschende Malerei, die gerade in der Zeit auch am Wiener Hof sehr en vogue war. Während die Maler dem Betrachter vorgaukeln, dass die gemalten Gegenstände real wären, so imitiert Neuberger nicht den Gegenstand, sondern das Material selbst und täuscht damit nicht nur das Auge, sondern auch die tastende Hand. Aus Wachs schafft er Kunstwerke, die den Eindruck erwecken, sie wären aus Stein, aus Edelsteinen, aus Metall, aus Holz, aus Koralle, aus Perlmutter. Die Imitationen sind dabei so täuschend echt, dass sie selbst von seinen Kollegen und von Fachleuten für real gehalten wurden und selbst für uns heute noch überraschend sind. Mit diesen Imitationen überwindet er die herstellungstechnischen Grenzen der nachgeahmten Materialien. Er schafft also Kunstwerke, die in dem Material, das sie imitieren, in dieser Form gar nicht möglich wären. Um nun besser verstehen zu können, wie er das konkret schaffte, haben wir die Kunstwerke Neubergers, die sich im Kunsthistorischen Museum befinden, über mehrere Jahre hinweg in einem Restaurier- und Forschungsprojekt untersucht. Dabei sind wir verschiedenen Fragen zum Material und zur Herstellungstechnik nachgegangen. Welche Wachsmischungen verwendete er? Rezepturen waren ja in der damaligen Zeit gut gehütete Werkstattgeheimnisse. Was war das Besondere an seiner Modelliertechnik? Wie gelang es ihm, diese besonderen, miniaturhaft kleinen und detailreichen Darstellungen zu schaffen? Und wie konnte er Materialien wie Holz, Elfenbein oder sogar menschliche Haut so realistisch in Wachs nachbilden? Wie andere WachsposiererInnen seiner Zeit verwendete auch Neuberger Bienenwachs als Basis für seine Modelliermassen, das er mit verschiedenen Zusatzstoffen modifizierte. Als organische Zusätze verwendete er vorwiegend Harze, also Venezianer-Terpentin und Colophonium und gegebenenfalls etwas Fett. Die Harzbestandteile machen das Wachs in der Verarbeitung zunächst flexibler und erhöhen gleichzeitig die Festigkeit der fertigen Werkstücke. Fette wiederum dienen als Weichmacher. Zum Durchfärben seiner Modelliermassen setzte er die damals gängigen Pigmente und Farbstoffe ein. Unsere Untersuchungen haben außerdem ergeben, dass ein entscheidender Aspekt seiner Imitationstechnik die Verwendung von verschiedenen Füllstoffen, wie zum Beispiel Kreide, Stärke, Quarzmehl oder Wismut war. Diese setzte er je nach gewünschtem Effekt ein, je nachdem wie opak oder transparent, wie glänzend oder matt er seine Arbeiten haben wollte. Aber auch physikalische Eigenschaften wie Härte und Gewicht steuerte er mit diesen Füllstoffen. Ein weiteres interessantes Detail ist, dass Neuberger seine Wachsreliefs häufig auf Bildträgern aus dem Material modellierte, das er imitieren wollte, oder einem, das diesem ähnelte.
Wir haben Werke, die auf Elfenbein, auf Holz, auf gebläuten oder rot angelassenem Eisen, aber auch auf Stein oder Glas bossiert, also modelliert sind. Über Neubergers Modelliertechnik wissen wir von seinem Zeitgenossen Joachim von Sandrath, dass er das Wachs mit einem spitzigen Messerlein über einer Flamme erhitzte und flüssig auftrug. Durch mikroskopische Untersuchungen können wir diese Arbeitsweise bestätigen. Man erkennt bei vielen Arbeiten erstarrte Tropfen oder auch flüssig aufgetragene erstarrte Linien. Neuberger arbeitete aber auch mit sogenannten Bossiergriffeln. Das sind feine, aus Holz oder Elfenbein gefertigte Modellierwerkzeuge mit unterschiedlich geformten Spitzen. Scharfe Linien oder Strukturen erzeugte er durch Ritzen mit erwärmten Metallwerkzeugen. Stark dreidimensionale Reliefelemente wurden im Inneren mit Metalldrähten oder mit Holzstäben verstärkt. Zarte Stäbe, Taue bei Schiffen oder auch die Saiten einer Geige formte Neuberger aus in Wachs getränkten Tierborsten. Im Zuge unserer Forschungen haben wir auch eine Archivalie gefunden, die uns detailliert Auskunft über die Imitationskunst Neubergers gibt. Es handelt sich dabei um die Abschrift eines kaiserlichen Privilegs, also eine Art Patent, die auf der einen Seite Neubergers Techniken und Arbeitsweisen vor Nachahmung schützen soll, die Imitation aber auch reglementieren soll. Aus diesem Dokument erfahren wir auch weitere Details, wie etwa die Tatsache, dass er mehrere Mitglieder der kaiserlichen Familie, darunter das Kaiserpaar selbst, in seiner Wachskunst unterrichtet hatte. Das bestätigen auch andere Quellen. Als 1660 eine sächsische Delegation die Werkstatt Neubergers in Wien besucht, trifft sie den Meister selbst nicht an, da er gerade die Kaiserwitwe im Wachsbossieren unterrichtet. In der Werkstatt sieht die Delegation ein Meisterwerk Neubergers, nämlich den Tod Kaiser Ferdinands III. Auch dieses Kunstwerk ist ein Zeugnis Neubergers großer Imitationskunst. Der Höhepunkt seines Imitierens und Täuschens ist aber eine lebensgroße Wachsfigur des Kaisers, höchstpersönlich. Diese soll nicht nur täuschend echt ausgeschaut haben, sie war auch mit einem Mechanismus versehen, der sie in Bewegung setzte und so den Eindruck erweckte, man habe den leibhaftigen, den lebendigen Kaiser vor sich. Über diesen Versuch, das Leben selbst zu imitieren, erfahren Sie in einem gesonderten Film mehr. In jedem Fall lohnt es sich, sich neu und mit frischem Blick mit Daniel Neuberger und seinen Kunstwerken auseinanderzusetzen. Wir hoffen dabei, dass Sie die gleiche Faszination erleben, die wir erlebten, als wir dies taten. Daniel Neuberger ist und bleibt ein faszinierender und großer Künstler.